Mein fünftes Lieblingsstück stammt von Peter Buckler, einem Komponisten aus Prag. Leider hat es einen Titel, bei dem man sich fast immer die Zunge verknotet. Something with Something Else 3. Wir hören wieder einfach mal den Anfang. Es gibt grundsätzlich mal zwei Elemente da drin. Das eine sind normal gestrichene Töne, das andere ist sogenanntes Tremolo, also dass ich mit dem Bogen ganz schnell hin und her streiche. Das ist zum einen mal Something with Something Else. Zum anderen gibt es diese beiden Dinge in jeweils zwei Lautstärken, einmal in laut und einmal in leise. Nicht das gleiche laut, nicht das gleiche leise, aber im Prinzip. Also auch wieder von den Lautstärken her auch Something with Something Else. Und es findet die ganze Zeit so weiter statt. Also es gibt, natürlich ist ein Plan dahinter, hinter dem Ganzen, aber es ist nicht so, dass man irgendeinen Punkt erreicht und geht von A nach B, sondern es ist ein Zustand, der dargestellt wird. Der Zustand des einen mit dem anderen dazu. Wir sind sozusagen, nachdem wir bei Charlotte Seiter das wieder verlassen haben, eher bei dem Punkt, wo wir auch bei Lussier waren, dass Musik etwas darstellt und man kann sich das anhören und mögen oder nicht mögen, aber es ist einfach so gegeben. Gut, so geht der ganze Anfang, die ersten ungefähr 4,5 Minuten, und dann kommt wieder etwas mit etwas anderem, dann kommt wirklich was ganz anderes, nämlich dieses. Also es ist viel höher. Es sind nur zwei verschiedene Elemente, die aber auch wieder ganz ähnlich sind wie die anderen. Weil das eine ist laut, das andere ist leise, das eine ist normal gestrichen, das andere hat wieder dieses Tremolo. Und das findet eine ganze Zeit lang statt, wieder ungefähr 4 Minuten. Und dann kommen wir zu diesem Punkt. Der hohe Teil bricht ab und der tiefe Teil, den wir vom Anfang her kennen, beginnt einfach wieder. Also, wir haben das eine mit dem anderen, festgestrichen, Tremolo. Wir haben das eine mit dem anderen, laut und leise. Wir haben das eine mit dem anderen, den einen Teil, den ersten Teil, wie Musiker sagen, der A-Teil, und den B-Teil, den mittleren Teil, und dann wieder den A-Teil. ABA ist eine ganz klassische Form. Und es hört dann auch so auf. Ich spiele mal nur die letzten Töne. Das ist mir immer eine Freude, dass am Schluss gibt es diese 3 lauten Töne und dann kommt noch ein leiser hinten dran. Also der Schlusston ist nichts, was irgendwie besonders hervorsticht. Wenn wir jetzt gerade mal an Beethoven denken, bei dem irgendwie der Schluss immer hier nochmal der Akkord, nochmal und nochmal, bis es wirklich der allerletzte ist. Sowas hat das Stück überhaupt nicht, sondern es bricht eigentlich einfach ab. Und dieses alles zusammen, es wird ein Zustand dargestellt, der auf verschiedene Arten stattfinden kann, aber es ist eigentlich mehr oder weniger immer der gleiche Zustand. Das ist es, was mir an diesem Stück ganz besonders gefällt. Und letzten Endes, finde ich, ist es so, dass man sagen könnte, eigentlich, während ich den A-Teil spiele, den Anfang, findet der B-Teil auch schon statt. Er ist nur gerade nicht zu hören. Und während ich den B-Teil spiele, findet der A-Teil im Prinzip weiter statt. Ich kann ihn aber auch gerade nicht hören. Also es ist wie, es gibt einen großen Gesamtzustand und wir werfen immer nur ein
einen Blick auf einen Teil davon, den wir gerade wahrnehmen können. Man könnte natürlich noch einen Schritt weiter gehen und könnte sagen, auch während ich das Laute spiele, findet das Leise immer statt und während ich das Leise spiele, findet das Laute immer statt. Aber es ist eine Frage der Fokussierung. Ich bin mal auf das eine fokussiert und mal auf das andere und deswegen höre ich nur das. Und das alles ändert nichts daran, dass es eine Sache ist, die von vorne bis hinten im Prinzip gleich stattfindet und man hat knappe 13 Minuten Zeit, sich in dieser Umgebung zurechtzufinden. Das ist mir eine Freude beim Spielen.